gehen will? Da ist die nächste. Gibt es hier so einen Schärfepass? Okay. Die Carolina Reaper ist die schärfste Chili der Welt. Reagiert anders. Also manche die bekommen nachher Krämpfe. Also die können ihre Hände nicht mehr bewegen. Ja? Wirklich. Zeit nehme. Mir hier so. Das ist nicht normal, ich weiß. Hä? Nicht so ganz normal. Das ist ja, das ist... Ja, ich habe gelesen, ihr seid einer der schärfsten, oder? Wir sind die Schärfsten. Die schärfsten? Die Schärfsten. Du kriegst hier Schmerzen für gutes Geld. Für kleines Geld. Eigene hausgemachte Soße? Genau. Mit unseren eigenen Rezepten. Streng geheim. Also ein bisschen schärfer, oder? Nee. Nee? Ja, also der Ketchup ist ganz ohne Schärfe. Und das gehen will? Da ist der nächste Eimer. Der ist fertig. Und da kommt dann halt der nächste Eimer. Zurzeit ist aber ruhig hier, weil die Straßenbahn nicht fährt. Nee? Seit 3 Monaten nicht und noch 1 Monat. Also passiert hier nicht viel. Aber die Dame drüben wartet ja, oder nicht hier? Nee? Nee, keine Ahnung, was die da macht. Ah, okay. Weiß ich nicht. Bist du hier schon etwas länger tätig im Laden, oder? Ja, Ja. Wie lange? seit 20 Jahren. Ja, 20 Jahre. Also der Frank ist mein Freund, wir sind allerbeste Freunde. Und wir haben damals zusammen das hier aufgemacht. Vor 20 Jahren, oder gibt es den etwas länger? Nee, jetzt Happy Birthday. Guck mal, was da draußen steht. 20 Jahre 20 Jahre. machen wir nächsten Monat. Am 12. ist Schärfe-Weltmeisterschaft. Ah, Machen wir hier nebenan, wird dann alles aufgebaut und sowas alles. Und dann ist auch immer Fernsehen und sowas alles da. ja, ich habe gelesen, ihr seid einer der schärfsten, oder? Wir sind die Schärfsten. Die schärfsten? Die Schärfsten. Nein, also guck mal, die Soßen, die kann ja jeder. Also du kannst ja im Internet kannst du ja die Soßen alle dir kaufen und kannst sie bei dir hinstellen und kannst sie also aufmachen. Aber wir haben uns schon sehr spezialisiert halt darauf. Ja, interessant wäre zu hören, wie ihr drauf kamt. Also isst du selbst gerne? Frank ist gerne. Frank ist gerne scharf und der ist damals halt auf die Idee gekommen und dann wurde es immer besser und dann wurde es immer ausgereifter. Aber die Geschichte, du bist ja eine Weile hier, wird dir Frank nachher selber erzählen am besten. Also nach Stufe von 1 bis 10? Genau, du hast hier von 1 bis 10, da sind die Stufen. Kannst du von draußen, siehst du es besser nachher. Und na, der Kunde kommt, bestellt sich eine Currywurst, sagt, welche Stufe er haben möchte und dann kriegt er die halt. Und wenn er an dem Schärfewettbewerb teilnehmen will, gibt es hier so einen Schärfepass. Und immer wenn er eine Wurst gegessen hat, mit irgendeiner Stufe, wird es abgestempelt. Und
Karte nimmt da mit und nächstes Mal kommt er wieder. Dann ist da die 3, nächstes Mal dann die 4 und die 10 zum Schluss. Und danach wird halt ein Foto gemacht. Meister. Das heißt, diejenigen, die da hängen, sind das... Alle, die ringsherum hängen, also fast 900 Leute, die haben Stufe 10? alles gegessen, alle 10 Stufen. Also zum Beispiel nachher auch so eine Okay. die Carolina Reaper ist die schärfste Chili der Welt. Ja? Ja, also die ist so tödlich. Also das ist jetzt für Stufe 10. Für 9. Ich hätte gern mal Menü 1 und 2 Würste mit Pommes. Ja. Ja, 2 mit damit. Jo. Und was schärfer? Ja, gerne so, weiß nicht, 4 oder 5. 5. Ist schon ein bisschen scharf. Ja. Leute, machen wir 4. 4. Also die schärfste Bude der Stadt. Definitiv. Ja, das sind wir. Oder vielleicht auch deutschlandweit. Ja, also du hast ja in Frankfurt oder sowas gibt es zum Beispiel auch Westwurst oder Wurst im Town oder wie die heißen. Und da kriegst du halt auch sehr scharfe Currywurst. Auf die Pommes was drauf? Mayonnaise bitte. Also ich komme selbst so aus Hamburg Ja. und wir haben da so eine Bude heißt Brüsselhütte. Gut, Das ist ja, auch- kennen wir. Ja? Ja, okay. Stefan. Ja. Ja, da haben wir damals auch eine deutsche Meisterschaft gemacht, Schärfe beim Essen. Und Chili Mayo. Ja, gerne. Jo, dann haben wir 8,20 €. Machen Sie 9. Dankeschön. Den Herren zu scharf, ne? Also Nein. das war Stufe 4. Stufe 4 absolut in Ordnung. Weil ich wollte 5 nehmen, aber 4 wurde empfohlen. Also kann man auf jeden Fall sehr gut essen. Ist lecker. 5 können Sie auch ab? So 5? 5 probiere ich beim nächsten Mal. Aber ich bin hier nicht im Training und ja, wollen wir mal schauen. Aber ist sehr, sehr lecker. Und vor allem die Pommes sind so ein bisschen feiner geschnitten. Mayonnaise selbst gemacht, glaube ich. Also auf jeden Fall die Chili-Mayonnaise. Kann ich nur empfehlen, sollte man hingehen. Ich glaube, Currybuden werden einfach weniger. Ja? Und Also vor 20 Jahren waren mehr? also ich glaube ja. Also es war einfach viel verbreiteter und jetzt ist einfach, man muss genau hinschauen halt. Und es gibt Leute, die kommen hier aus anderen Stadtteilen, höre ich manchmal. Ja? Die sind umgezogen halt, die wohnen jetzt irgendwie, keine Ahnung, Charlottenburg, Spandau oder so und kommen halt hier nochmal vorbei, um zu essen. Eigentlich, ich komme ja aus Niedersachsen, da gibt es diese VW-Currywurst. Ja. So Braunschweig da die Ecke. Ja. Das sind halt so lange, dann werden die noch so eingeritzt und dann Ja. kommen die in die Fritteuse und dann gehen die wie so ein Marshmallow auf. Ja, aber da sagt der Berliner, das schmeckt nicht. Derjenige aus Niedersachsen kommt hierher und sagt, ja, die schmeckt hier auch in Berlin, aber die schmeckt auch. Dann gibt es ja im Ruhrgebiet irgendwie Dortmund noch Currywurst. Ich glaube, Currywurst gibt es in ganz Deutschland. Jede Region hat da so ihre eigene Spezialität. Aber ja, die Berliner sagen oder man sagt, Currywurst kommt aus Berlin. Wo es herkommt, ich weiß es nicht. Ja. Viele Städte, ja.
Ruhrpol behauptet, wir haben die beste. Ja, Ja? jeder. Ja. Jede Region behauptet, wir hatten, ja. Aber auf jeden Fall, als ich nach Berlin gekommen bin, hat eine Currywurst, ich glaube 1,80 gekostet. Mittlerweile natürlich auch teurer geworden, aber im Rest von Deutschland ist sie viel teurer, in der Regel. Ja? Und da ist halt Berlin immer noch mit den Preisen gut dabei. Ausgemachte Meier bestimmt, ne? Naja, nicht ganz hausgemacht, ein bisschen verfeinert haben wir so. So, einmal. Zweimal. Und mit der Nummer 2. Guten Appetit. Vielen Dank. Was denn? Also zweimal eine Currywurst, Pommes, zweimal mit Schuppe. Also keine Pommes. Keine Pommes. Mit Darm oder ohne? Ohne Darm. Genau. Die Straße gesperrt hier. Ja, ja. So, dann haben wir 6,40. Sieben. Danke. Einmal. Du musst deine Schuppe selber nehmen. Und guten Appetit. Vielen Dank. Ich hätte gerne 2 Currywurst und eine Portion. Das ist jetzt ganz ohne Chef. Genau. Kommt ein bisschen Curry. Ein bisschen Paprika rüber. Ist auch noch alles ohne Schärfe. Bei dir schärfer? Das Packhörnchen drauf. Aber ohne Brötchen. Ohne Brötchen. Dann haben wir 2,80. Danke. Pommes was drauf? Das Ketchup. Vielen Dank. Guten Appetit. Also Chefwettbewerb ist nochmal wann? Im Juli? 12.7. 12.7. Kannst ja nachher draußen ein Foto von machen, da hängt ja das Schild. Mach ich. Und wir suchen auch noch Leute. Am besten welche aus Europa oder der ganzen Welt. Die jetzt mitmachen? Ja. Okay. Weil Deutsche haben wir genug und es soll ja eine Weltmeisterschaft werden. Also wäre schön, wenn wir da halt
ja, aus anderen Ländern halt auch welche bekommen. Okay. Also dann macht es Sinn, dass das Video vor 12. veröffentlicht Ja, wird. wäre nicht verkehrt. Ja, gib mir Mühe. Taschen. Das sind 2 Röstis, Ja. so mitnehmen und eine Portion Pommes. Mit Brötchen. Nee, die Röstis nur so. Einfach nur so. Ein bisschen Senf dazu. Ja. Und so selbst bestimmt gelernter Koch? Nein. Aber man lernt ja sowas über die Jahre. Ja. Weißt du, wenn du irgendwas öfters machst, Dann wird schon. genau. Alles Übungssache. Das ist jetzt als Scharfe Zwiebeln sind es. Einfach nur. mit dazu, ja? Manche wollen halt scharfe Zwiebeln auf die Currywurst oder so. Genau. Die wird halt bei uns immer jeden Tag frisch gekocht. Ist ja auch, der hält ja auch nicht lange, also weil sind ja keine Konservierungsstoffe drin. Darum nur heute machen. Heute. Heute, morgen auch noch. Wenn er kühl gelagert wird, kann man den morgen auch noch benutzen. Du bist selbst Berliner? Kommst du aus Berlin oder woanders? Ja, ich bin hier geboren. Auch hier in der Gegend. Ah, Also ich kenne sich schon aus, sieht gut aus. Ja, also ich und Frank, Frank und ich, wir sind hier zusammen, ja, wir sind hier in Wedding groß geworden. Also wir haben ja als kleine Kinder schon miteinander gespielt.
Alle beide? Dann haben wir jeweils 6 Euro. So Jungs, welche Schärfe? 3? Ich hab die 3, ja. War entspannte. Ja, dann guten Hunger. Danke. Jemand schärfer von euch? Ich nehme einmal die 5. Was hast du? Ich nehme die 5. Mit Darm oder ohne? Meins auch ohne. Bei den anderen beiden auch mit 5. Die anderen beiden auch mit 5. Immer All- ohne, immer mit. Also alle mit 5. Genau. Ist ja einfach. Genau. Ja, das ist schon Schwung. Ja. Also man sagt auch, ein bisschen schärfer ist gut gegen die Erkältung. Schärfe, genau. Und soll auch die Glückshormone freisetzen. Also Schärfe soll glücklich machen. Pommes was drauf? Alle. Bei mir einmal Ketchup, einmal Mayo. Also zweimal Mayo. Ja, aber mit Darm, ohne Darm, wo? Ja, ohne Darm krieg ich Mayo. Entschuldigung. Nee, ohne Darm. Also, du hast ohne Darm, willst Ketchup. Ohne Darm, Mayo. Also die mit ohne Darm beide Mayo. Ohne Darm beide Mayo. Genau. Und auf der einzelnen? Ketchup. Und mit Darm auch Ketchup. Ja. Haben wir alle zusammen in eine Tüte?
Und mit der Schärfe alles gut? Ja. Hätte auch die 7 sein können. 7? Ja, hatte ich letztes Mal. Jetzt war das 5? 3. 3. Du darfst mit 3. Leicht mangolastig, schön süß und fruchtig eigentlich so. Aber Also gleich von 3 auf 7? na, ich kenne schon die 4, die 5, die 6 kenne ich glaube ich auch schon. Und ja. Also für den Gewinner das Pokal. Den haben wir damals hier beim Fußball geholt. Ankleben. Genau. Also ehrlich gesagt, ich esse weniger scharf. Also ganz wenig Ich scharf. auch. Also ein bisschen, bei mir Stufe 3, 4 und dann ist gut. Also mehr brauche ich auch nicht. Das reicht. Deswegen. Aber ja, manche, die brauchen das. Aber jeder so wie er möchte. Ja, also ich denke mal, jeder Mensch verträgt das auch anders. Ja, na sicher. Ja. Wenn Also aus Indien zum Beispiel, denke ich mal, die die werden ja damit großgezogen. Ja, Die ja. haben ja in einer Nuckelflasche haben die ja schon Schärfe drin. Also ist ja, Okay. da ist es ja normal. Aber wenn wir hier zum Beispiel die Meisterschaften machen, du siehst auch, jeder reagiert anders. Also manche, die bekommen nachher Krämpfe, also die können ihre Hände nicht mehr bewegen. Ja? Wirklich. Manche bekommen Druck auf der Ohren. Also jeder Körper reagiert gegen die Schärfe anders. Also ist immer unterschiedlich. Und sind dann gleich die Ärzte mit bei? Wir haben Ärzte da, Okay. aber die können ja nicht viel machen. Die messen den Blutdruck. Wenn der Blutdruck nachher irgendwann zu hoch geht, sagen sie, nee, darfst nicht mehr weiter essen, ist Feierabend für dich. Vorbei. Weil, ja, Gesundheit geht vor. Und wie läuft das ab? Das heißt, man meldet sich an und dann man kommt so eine Halle, wie wird das? Nee, wir bauen hier alles auf, Aha. mit Zelten und Tischen und sowas alles. Und dann sitzen die Leute da. Ist das dann hier vor? Hier nebenan bauen wir das auf. Okay. Hier, also Ah, okay. hier wird alles so aufgebaut. Ja, und dann ist nachher voll, ist alles voll hier mit Leuten, Zuschauern und. Also, ja, und dann fangen sie an, die erste Runde, bisschen was essen, was Scharfes und dann wird es halt immer schärfer. Ja, und dann irgendwann fällt der Erste raus, der Zweite raus, Dritte raus und so lange, bis nur noch einer da ist. Also Schärfe mit einer Wurst zusammen, oder? Ja, immer 3 Stücken, 3 Stücken Currywurst und da kommt dann was Scharfes rauf. Und wir fangen meistens so bei Stufe 5 oder 6 an und dann geht es halt immer höher, immer höher. Und ja, irgendwann ist dann, und die übergeben sich ja nachher auch alle. Also das ist, weil du hast nachher so viel Schärfe in deinem Magen, das ist da, der Magen explodiert und das schießt manchmal raus, wo du denkst, boah, Gottes Willen, also. Guten Appetit. Unten runter. Ja, super, danke. Hi. Menü 3 mit Rahmen. Für mich auch Menü 3. Zwei? Chef 3. Nein. Bei dir ohne. Aber beide mit Mayo? Bei mir Chili. Bei mir normale.
Salz oder? Normales Salz. Die Lieblingsgeschichte, Ja. da wurden wir hier mit unseren scharfen Soßen wurden wir eingeladen zum ZDF-Fernsehgarten, heißt es, glaube ich. Ja. Ist immer Sonntag früh eine Live-Sendung im Fernsehen, im ZDF. ZDF oder ARD, weiß nicht mehr genau. Und da war Stefan Moss, war der Moderator und der sollte scharfe Soßen probieren. Eure oder allgemein? Unsere, genau. Und dann hat er Stufe 1 probiert, dann hat er, glaube ich, die Stufe 3 probiert. Dann hat er gesagt, ach ist egal, und hat die Stufe 10 genommen. Welche nachher? 10 10? Nach 5? Nach 3? nach 3. Und dann? War vorbei. Er konnte die Show nicht mehr, die Live-Show nicht mehr weiter moderieren. Jemand anders musste einspringen für ihn und. Also, ja. Und hat dann nachher im Krankenwagen gelegen und er hat gesagt, es wäre irgendwas wäre drin, was ihm, was er nicht vertragen hätte. Aber nein, es ist die Schärfe, die einen wirklich die Füße weghaut, wo man dann Magenschmerzen bekommt, wenn man es nicht verträgt. Also ist schon böse. Das heißt, die Show ist sozusagen weitergegangen, aber ohne ihn. Ohne ihn. Taschen. Mit Darm oder ohne? Mit? Dann haben wir 2,80. Schärfe? Welche? Weiß ich aber 1 oder 2. 1 hatte ich schon. Ja. Ich empfehle Ihnen mal die 3. Ja, ich mache am Rand ein paar Tropfen und probieren, weil die schmeckt auch sehr lecker. Okay, Ja? dann machen wir es. Also bis zur 3 sage ich immer, geht noch alles. Okay. Weil die ist auch sehr fruchtig. Das schmeckt bestimmt lecker. So, dann guten Appetit. Guten Hunger. Noch vielleicht ein paar Geschichten, an die du dich erinnern kannst. Oh, ja, so. Ja, man darf ja nicht mal alles erzählen. Also ist ja nachher. Wie hat, war? Kann man. Deswegen bis zur 3 geht noch alles. Bei der 4 wird es dann nachher. Soll ja schmecken. Wir hatten ein Drehteam hier. Da war dann auch mit Schärfe alles. Und da war eine Reporterin, die hat dann irgendwie Schärfe an den Finger gehabt und hatte sich dann irgendwie so an der Nase gerieben. Und dann war die Schärfe halt an der Nase. Das war jetzt völlig panisch gewesen, weil sie gedacht hat, sie bekommt jetzt Verbrennung an der Nase also wirklich völlig panisch. Und Die war Moderatorin oder? war die Moderatorin
Ja, und sie war ja besorgt um ihr Aussehen und hin und her, das ist ja normal, weil wenn du vor der Kamera stehst Ja. und ja, dann mit Öl und, aber es passiert nichts. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt eine Schärfe nehme und mir die hier so einfach auf der Haut schmiere, passiert nichts. In dem Augenblick, wie die Schärfe mit Schleimhäuten zusammenkommt, reagiert das erst. Also, Das heißt, wenn ich sage mal jetzt 5, 6 auf der Haut, passiert nichts, es passiert nichts. nicht mal rot. Das ist gar nicht. Also, okay. Ja, genauso wie Totes Meer. Schwimmen, ja, Wenn du- aber Schleimhaut dann vorbei. Genau. Also, Zehn? das ist die 10, genau. Wenn ich die jetzt halt nehme, mir hier so, passiert nichts. Also, du hast sie da und die reagiert nicht. Also es brennt ja nicht die Haut kaputt oder sonst was. Also in dem Augenblick, wie ich jetzt so machen würde und es mir in die Augen, dann ist halt vorbei. Oder wenn ich ja, in dem Augenblick wieder, wie es mit Schleimhäuten irgendwo in Verbindung kommt, ja, dann geht's los. Da ist nichts. Du siehst ja, da ist nichts. Da wird auch nichts passieren. Das Einzige, was man wirklich dann machen muss, also gerade bei der 10, dass du Dass man sich unbedingt die Hände wäscht. Ja. ja, was heißt die Hände wäscht? Ja, mit irgendwas Fettigem, weil das löst es. Also Fett ist immer gut. Das löst es. Aber selbst jetzt, nachdem ich jetzt so das abgerieben habe, wenn ich nachher irgendwann, es ist noch, Immer noch aktiv. es ist in der Haut noch drin, also es ist noch da. In Indien hängen sie sowas hier an eine Fenster oder an eine Zäune, weil ja, ist so extrem der Geruch und verjagt Elefanten. Also Was ist jetzt? Was haben wir jetzt? Was ist jetzt? Achso, das ist die Carolina Reaper. Die hat 2,3 Millionen Scoville. Also bis vor kurzem war es die schärfste Chili der Welt. Jetzt haben sie eine gezüchtet. Die ist ein bisschen schärfer. Die hat jetzt 2,5 Millionen, aber ja, die ist schon böse. Musst du. Also zum Beispiel die Leute, die die Soßen herstellen und so, die arbeiten alle mit Schutzmaske und weil sonst geht gar nicht. Also ich kriege jetzt einfach nur mal hier einmal so rein. So. Und jetzt probier mal. Nein, danke, vielen Dank. Ich habe schon mal einmal probiert, danke sehr. Wann hast du probiert? Du brauchst einfach, Nein, guck hier mal, nicht. da ist doch- da ist doch gar Ja, nicht- ich kenne sowas. da ist gar nicht- Ich habe schon mal hier mal was gegessen und dann habe ich auch so einen Pixel probiert. Vielen Dank. Bestimmt sehr scharf. Ja, glaub ich. Wer ist mega scharf. Danke dir. Und die Woche, welche Stufe wurde, also die höchste Stufe, was bestellt wurde? Ja, wir haben eigentlich fast jeden Tag einen, der die 10. Ja? Aber muss man den auch im Gesicht kennen oder auch so? Das sagt, hat man nicht 10 oder dann. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, er möchte die 10, dann sag ich, du, die ist Ja, scharf. ja. Nee, ist okay, will ich haben. Und draußen steht dran, auf eigene Gefahr.
wenn jetzt Jugendliche kommen, unter 18 oder sowas, na dann nicht, weil das ist ein Risiko von mir. Aber wenn du erwachsen bist, kriegst du es. Das machen sie einmal und nie wieder. Und dann ist gut. Also am meisten essen sie ein Stück und dann ist vorbei. Also ist wirklich so. Außer die Leute, die hier dranhängen, die haben wirklich, also, aber die haben auch gelitten. Also die haben wirklich gelitten. Die Fotos wurden ja danach gemacht. Du siehst ja viele lachen auf diesen Bildern und grinsen und so. Aber manchmal, die haben eine halbe, dreiviertel Stunde gewartet, bis sie sich erholt haben. Und dann konnten wir die Fotos erst machen von denen. Also, Macht man dann nur einen Tropfen von 10 zum Beispiel? nein, da kommt auf jeden, da kommt schon so viel. Ja, Ja, ganz normal. Ganz normal. Also jedes Stück hat so einen Schwung. Naja, nicht Schwung, aber jedes Stück hat schon Schärfe. Also Ja. da kommt ein Tropfen auf jedes rauf. Das heißt essen, sich ausruhen und dann bei 10, und dann kann man ein Foto machen. Genau. Na, Frank hängt ja auch irgendwo hier dran. Ich glaube, er hängt da mit einem Eimer, wie er zu Hause mit einem Eimer sitzt. Weil er, Ja? ja. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Also die schärfste Bude, auf jeden Fall. Ja, so wie ich gesagt habe, also die Soßen kann ja jeder kaufen. Also, aber wir sind halt spezialisiert, ja. Ja, der Laden heißt auch Curry und Chili. Und erfunden wurde die Currywurst wo? In Berlin, Alter, da musst du ja nicht fragen. Okay, in Berlin, ja? Ja, von Hertha. Ja, hier. Manche sagen auch in Hamburg. Weil da gibt es ein Buch von. Ja, aber nein, Hertha Huber oder wie Ja. sie heißt, also hat die Currywurst hier in Berlin erfunden. Und hier sind die alle, hinter dir alle glückliche Gesichter. Ja. Ja, und du siehst, da sind ja auch eine Menge Frauen bei. Also es ist nicht nur Männer, sondern auch eine Menge Frauen bei. Also insgesamt wie viele? 900? 903 Leute. 903, die jetzt die schärfste. Genau. Ja, nein. Also wie ich sehe, Kabel 1 ist mit dabei. Genau, also ja, Kabel 1 ist so und so, ja, die sind fast immer mit bei. Die kennen wir auch schon teilweise, also ist immer ganz lustig. Meistens kommt es dann Abenteuerleben oder sowas, so ein kleiner Bericht von uns dann. Aber im Grunde genommen kennt uns, ja, wir waren selbst in Japan in einer Zeitung gewesen, also gab es Berichte von uns. Ja. Wir sind berühmt.
Ja, Ja, sonst wärst du ja auch nicht hier. auf jeden Fall. Und die Leute kommen teilweise, also wirklich, wir haben welche gehabt, die sind aus Australien hergekommen oder sowas. Also gut, die haben Berlin besucht und sind dann aber explizit extra hierher gekommen, weil sie von uns gehört haben. Also aus der ganzen Welt teilweise. Ein bisschen Nachschub, ja? Genau. Und nicht nachher, dass Berlin hungrig bleibt, oder? Was sagst du? Nicht, dass Berlin hungrig bleibt. Genau, ja. Ja, du weißt ja, gegessen und getrunken wird immer. Hast du alles auf Bild? Ja, danke sehr, danke. Danke. Hast du schon gegessen? Nein, noch nicht. Ah, hast du Angst, ne? Ja, ist schon scharf bestimmt. Ja, Ja. Nudeln? Ja, anstrengend. Ja. Viel zu tun zur Zeit. Du warst heute jetzt wo? Baustelle? Sagtest du? Oder? Nein, einkaufen war ich. Einkaufen, okay. Einkaufen, ich war unter Ehe. Vorher war ich Baustelle. Okay. Ich habe gesagt, wir bauen gerade ein Haus oder mein Sohn baut ein Haus. Ich nicht, ich mache alles und er baut. Ah, okay. Und ja. In der Nähe von Berlin? Also Ja, Berlin. In Rudow. Ja, und da viel zu tun. Da, Viel zu tun, ja. Mach mal die einzige, mach mal die zwei heute. Ja, und hattest du auch vielleicht vor, auf den zweiten Laden? nee, Nee? jetzt nicht mehr. Wir hatten schon mal einen zweiten Land. Ja? Ja, und nee, jetzt nicht. Nicht mehr. Okay. Ja. Und dein Sohn? Also hat er vielleicht Lust? Der ist selber gut beschäftigt. Der ist bei SAP, der hat einen guten Job und alles. Okay. Wir wissen nicht, ob es sein Weg ist. Er soll erstmal selber seinen Weg gehen und dann später mal sagt, Papa, setz dich zu Hause hin, ich mach das. Ja, aber glaube ich nicht. Okay. Und vor den Imbiss selbst, was hast du gemacht? Also du kommst selbst aus Gastronomie? Ja, ich habe jahrelang so Straßenfeste, Veranstaltungen gemacht, Weihnachtsmärkte, so eine Sachen. Und davor habe ich angefangen habe ich mal hier zu lernen als Maurer. Und dann habe ich einen Polierschein gemacht, habe ich als Polier auf der Baustelle gearbeitet. Ja, und dann in den Gastro irgendwann reingerutscht. Und irgendwann immer Veranstaltungen jedes Wochenende weg. Man wird nicht jünger, habe ich gesagt, was bestellen jetzt? Und dann ist der Imbiss gekommen. Ja, und jetzt sind wir hier 20 Jahre dieses Jahr. Ja, schön. Ja. Ja, jetzt hast du die schärfste Bude auf jeden Fall in Berlin auf jeden Fall. Ja? Ich glaube schon. Ja, ja. Isst du immer noch scharf? Ich Ja? esse immer scharf. Jeden Tag eigentlich. Ja? Ja, immer. Nicht mehr jetzt ganz so scharf, aber doch schon. Regelmäßig. Du selber? Weniger. Wenig. Weniger. Ja, Ja, schon. jeder muss so essen, wie es ihm schmeckt. Ja, ist wie mit Kaffee. Der eine mit Zucker, der andere ohne Zucker, der andere mit Milch, der andere ohne. Jeder seins. Ja. Ja. Wäre langweilig, wenn alle scharf essen. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, dann wären wir alle gleich. Wenn wir alle den gleichen Geschmack hätten, stell dir mal vor, wir müssen uns alle eine Frau teilen. Oder die Frau ein Mann. Ja. Ja, Oder nur ein Auto fährt rum, eine Sorte, kein anderes. Ja, ja, das stimmt. wäre langweilig. Ja, das stimmt. Ja, ja. Also jeden seins, wie er liebt. Nur Training. Scharf essen ist reines Training. Ja, man muss es so ein bisschen lieben, ja, so ein bisschen Schmerz lieben, dann geht es schneller. Aber man kann es trainieren. Guck mal, deine Handinnenflächen sind schmerzunempfindlich fast. Warum? Weil du den tagtäglich, du fährst überall an, machst du es. Ja, okay. Und bist da nicht so empfindlich wie hier außen. Ja, guck mal, wenn du deine Hand hast und Ja. du kneifst dir hier rein, merkst du fast gar nicht. Kneifst du dir hier rein, sagst du, oh, warum tut das weh, das nicht? Weil wir sie immer benutzen, hier nicht. Ja. Und im Mund Das war's. ist generell dasselbe. Ja. Das war's? So mehr du scharf isst, 6 umso Uhr. mehr gewöhnst du dich dran. Oder der Körper Okay, also Schärfe ist Schmerz. ist Schmerz. Du kriegst hier Schmerzen für gutes Geld.
Für kleines Geld. Sag mal, ist der gerne Schaf oder habt ihr jetzt ohne Schaf genommen? Ich habe mit Schaf genommen, ja. Mit Schaf, ja? Ja. Welche Stufe? Nur 4. 4. 4. Und Sie? Ich habe auch nicht scharf. Nicht Schaf, okay. Ohne Schärfe. Ah, okay. Aber ist nicht so scharf eigentlich, die 4, muss ich sagen. Nee? Geht so. Also beim nächsten Mal dann 5, 6? Ja, sicher. Ja. Aber du hast auch schon mal 7 oder 7 so habe ich, glaube ich, auch schon mal gehabt. Hier schon, ja? Ja, ja. So. Am 12. Nimmst du Teil nicht mit, oder? Also, Nein, ich bin der Veranstalter. Alles, Das heißt, der schummelt, weißt du? Der macht eine eigene Schafewettessen. alles Ja, klar. 12.07. hier bei uns am Imbiss, ganz große Schafewettessen mit vielen Überraschungen. Der wird die Currywurst zu Preisen wie vor 20 Jahren geben. Ja, wo wir mal angefangen haben. Ja, ein bisschen Schafewettessen. Fernsehen ist hier, Kabel 1, Abenteuerleben kommt. Ja, also wird schon ein bisschen was los sein hier. Und als Preis dann für Gewinner? Ja, Eine Currywurst. Gucken wir mal. Ne? Ja, nee, Gibt es eigentlich immer einen Gewinner? gibt es immer einige. Gibt es auch immer einen Preis. Aber das verrate ich nicht. Ja, das ist immer eine Überraschung. Das ist immer ein bisschen was anderes. Ja, ich lasse mir immer was einfallen. Es geht ja bei den Wettessen auch nicht um den Preis. Weißt du? Ja, wir haben ja. Mitmachen. Wollte gerade sagen, wenn machst du mit, weil du die gerne machst, so als wenn du Marathon läufst oder ähnliches, ja, oder andere Sachen machst, weil das deine Leidenschaft ist. Wenn wir große Preise aussitzen, dann machen hier Leute mit, die haben ja keine Ahnung und nehmen den anderen die Plätze weg. Ich habe ja nämlich unendlich Startplätze und da sollen nur die mitmachen, die wirklich, sage ich jetzt mal, auch interessiert sind. Ja, nicht weil es dann Fernseher oder weil es was auch immer gibt. Ja, wir haben das mal gemacht, da haben die Leute angemeldet, die hatten ja keine Ahnung von Schaden. Ja. Ist auch dann gefährlich. Also, Naja. ne? Na Ja, okay. Na ja. Okay. Wir starten ja langsam und steigern nicht und Dann schalten wir aus und dann. ja, die gehen schon mal alleine, wenn sie merken. Ja. Wenn sie nicht gehen. Schärfe kommt, also Schmerz kommt und Schmerz geht. Wenn du dir mit einem Hammer auf den Finger haust, was kannst du machen? Schmerz aushalten, mehr kannst du nicht machen. Vielleicht kann Mama noch ein bisschen pusten, ja? Aber das hilft eigentlich auch nicht. Ja? Also Schmerz. Und beim Schafessen wird dir im Gehirn eine Verbrennung vorgetäuscht. Es passiert gar nichts. Ja? Also wird es veräppelt, solche Sachen. Aha. Aber es tut ihm weh. Ja? Okay. Ja, weil Verbrennung tut weh. Aber bei Schafessen, die Verbrennung ist nicht sichtbar. Null. Und mit Magen? Also Ja? mit Magen selbst passiert da? Also, Nein, gar nicht. Du kannst Tränen können kommen, Flüssigkeit, nicht schweißen, Ohrendruck, ja, Kreislauf, kann alles passieren. Übergeben, ja, weil der Körper sagt, es ist zu viel, ist wie mit Alkohol. Ja, du kriegst Krämpfe, kannst die Arme und Beine nicht mehr bewegen, ja, weil dein Körper sagt, hallo, ich entscheide, wann Schluss ist, nicht du, ja, also nicht der Kopf, sondern dein Körper entscheidet, ja, wann Schluss ist. Aber das macht ihr ja bei vielen Sachen, das macht ihr ja nicht nur bei Schafessen. Guck mal, wenn du Alkohol zu viel trinkst, dann sagt dein Körper irgendwann, hallo, ich nicht mehr. Ja? Oder wenn du vergifteten Fisch, dann reagiert ja dein Körper auch. Ja? Also unser Körper ist schon sensationell. Du kannst den Körper nicht überlisten. Selbst wenn du, wir hatten schon welche, die auf einem Liter Olivenöl getrunken, weil sie dachten, das hilft. davor. Das hilft nicht. Klar, auf nüchternen Magen ist es schwieriger. Ja, aber also ich kenne nichts, sage ich jetzt mal, was sage ich jetzt mal da ablenkt, ja, irgendwo. Ja. Vielleicht irgendwelche Drogen oder ähnliches, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck, ja, dass ich meinen Körper dazu haue und dann sage, jetzt gebe ich Medikamente, weil den Schmerz wirst du spüren. Guck mal, du nimmst ja die Schärfe auch nur über deine Schleimhäute. Ja, also über den Speichel oder wenn du was in den Augen kriegst. Also überall, wo Feuchtigkeit ist, merkst du die Schärfe ja nur. Sonst würdest du Schärfe null merken, wenn du keinen Speichel im Mund hättest. Also auch nachher im Magen, ist ja auch alle, sagen Schleimhäute, Signal am Gehirn, Verbrennung im Bauch heißt, oh, was können wir tun? Verkrampfen. Ja, verkrampfen heißt vielleicht so, ja, übergeben. Milch trinken. Naja. Ja. Wer hat dir das erzählt mit Milch? Weiß nicht, hier. Ich weiß nicht, Ayran, ich weiß nicht, also etwas. Also du brauchst was einen hohen Fettgehalt hat. Weil Fett
bindet das Capsaicin. Also ist nur Fett oder Alkohol. Alkohol bindet es auch. Alle anderen so Sachen stößt es ab. Du kannst es nicht vermischen. Ja, also brauchst du was einen hohen Fettgehalt hat, ist Mascarpone. Hat sehr hohen Halt, ja. Ist geschmacklich auch noch lecker. Du kannst du Butter nehmen. Ja. Schmack. Kannst du auch nehmen. Ja. Aber. Und Alkohol sagst du so. Aber hochprozentig. Okay. Nicht hier so ein paar verdünntet. Das ist ja auch Also wieder. kein Bier. Kein Bier, ist ja kein Alkohol. Okay. Ja, in dem Sinne. Also schon Strohrum oder so. Aber dann bist du besoffen, dann musst du jetzt hier auch wieder schlecht. Okay. Ja. Verstehe. Und das vermischt sich dann und dann ist natürlich, weil sich das vermischt, viel dünner. Ja, ist es nicht so konzentriert. Also ist es auch nicht mehr so scharf. So scharf? Nee, verstehe ich. Kann man die essen einfach so? Oder? Die ist bei der neuen dabei, das ist aber die schärfste Chili der Welt. Ja? Verstehe ich nicht. Das ist doch. Chef geht gar nicht, oder? Was? Die hat Stufe 9 gewollt. Was? Wie's? Stufe 9. Was? Also das habe ich wirklich nie erlebt. Ja. Habe ich auch noch nicht gegessen. Ja, schon ganz scharf. Das kann man doch nicht so einfach essen, oder? Doch, eigentlich geht es. Also allein beim Pixen und einfach zu probieren ist scharf. Also das habe ich noch nie gesehen. Ich bin nicht so empfindlich. Hä? Ich bin da nicht so empfindlich. Also das ist Aber das habe ich auch noch nicht so gegessen. das ist natürlich das ist Hammer. Das ist schon wirklich ein Hammer. Ja, ich glaube, dann können Sie locker an Wettbewerb teilnehmen, oder? Machen Sie mit? Am 12. ist das. 12.7. Wo? Hier? Hier! Genau. Ja, okay. Also, wenn das schon ist. Das ist ja schon, das ist ja. Das ist ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja wirklich. Ist nicht normal, ich weiß. Hä? Nicht so ganz normal. Das ist ja. Das ist. Essen Sie sonst immer scharf? Jeden Tag? Nee. Aber oft. Oft. Also Frage des Trinkens? Oder allgemein? Empfindlich. So, mir macht das nicht so viel aus. Menschen, die sind sehr schärfeempfindlich. Okay. Und ich halt nicht. Ja, Ihnen wird nicht mal heiß, also Ein bisschen. spüren Sie jetzt auch, was Sie jetzt essen? Merken Sie, ja? Also bewusst selbst den Geschmack merken Sie, ja? Ja. Wahnsinn. Können Sie scharf essen? Ha? Können Sie scharf essen? Nein, gar nicht. Gar Also, nicht? nee, also ich denke mal bis 3 könnte ich essen. Bis 3. Okay. Also ich könnte schon vielleicht, ja, aber zum Beispiel jetzt bei bestimmte, ich weiß nicht, ab 5 würde ich gar nicht den Geschmack merken. Also Wahnsinn, aber weil vor exakt ein paar Stunden hat mir der junge Mann angeboten, hatte das mit Pixel. Ja, da kommt ja Saft raus, dass ich das probiere. Sag ich, nee, ich lass das lieber, weil es brennt nachher. Ich habe schon das einmal probiert, es brennt nachher, der ganze Mund brennt, man spürt gar nicht das auf den Geschmack, also es brennt alles nur. Das geht. Aber sie haben... Das geht. Das geht? Ja, ist angenehm. Das ist Hammer. Ja. Das ist... Also nachher später, Sie können sich sehen in Hungrige Stadt. YouTube, Hungrige Stadt. Okay, alles klar. Weil es ist pure Wahnsinn. Ja. Überrascht mich auch. Ja? Ja, ich dachte, ich sterbe gleich, aber geht.
Ja, aber. aber man. Beißt man nicht so ein bisschen ab, aber sie beißen ja richtig. Also, ist ja. Frank! Hast du sowas gesehen? Guck mal, so ist das ganz normal. Hast du sowas erlebt? Ja, die läuft halt, aber die tut weh. Also, mir geht's gut. Du ist das Ganze, guck mal, du ist das. Was ich dir gesagt habe, Frauen vertragen mehr Schmerzen als Männer. Nee, die sagt das, die empfindet das, bei ihr ist das. Angenehm, also scharf auf jeden Fall, aber halt angenehm. Weil die ist dran halt. Ja, mach ich. Echt, ja? Ja, am 12. Ne? Ja. Ja, ich komm vorbei. Bist du Deutsche? Mhm. Wahnsinn, oder? Ja, manchmal kommst du fest vom Laum ab. Also, Ich habe sowas nie gesehen. Also, wie gesagt, ich habe das auch erzählt. Einen Pixar habe ich auch schon mal probiert und das reicht. Es brennt alles. Aber also ist wirklich scharf. Es ist scharf. Also, ja. Ja, jetzt kommt so ein bisschen. ja, Ja? das ist ja normal. Wahnsinn. Das ist ein guter Kick auf jeden Fall. Ja? Ja. Wie so ein kleiner Marathonlauf. Ja. Also für den Körper. Aber deine Freunde haben bestimmt auch mal gesagt, wenn du so scharf gegessen hast, dass du. Ja, Ja, so Ja, wie kannst du das ab? Also. das ist ein Klassiker. Pure Wahnsinn. Und du heißt? Kim. Kim. Ja. Hallo Kim. Ja. Kommst du selbst aus Berlin? Ja, ich wohne hier. Ganz viel. Irgendwo hier in den Stadtteil oder? Bisschen, ja. Noch mehr? Muss nicht sein, ne? Ja, mal sehen. Das ist schon Hammer. Ja, na gut. Scharf. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber du fühlst dich gut? Alles gut? Ja, boah, jetzt kommt's ein bisschen. Ja? Aber Vielleicht, ich weiß nicht, nee, Ayran trinken? Ayran trinken? so schlimm ist nicht. Nee, wirklich? Geht schon. Sollen wir vielleicht der Dame Ayran geben? Ja. Doch. Vielleicht, sie sagt nein, aber doch. Nimm mir. Sie sagt nein, sie fühlt sich gut. Nimm bitte. Ja, super, danke. Ja, jetzt geht's. Ja? Wahnsinn. So, jetzt extra für dich deine Currywurst. Mit Vielen Dank. Liebe, mit Liebe. Vielen Dank. Mit Liebe, aber ohne Schärfe. Na, ein bisschen. Bisschen. Was du gegessen hast? Carolina Reaper. Genau. Wann hast du selbst das erlebt, dass da so richtig so eingebissen wird? Also sie hat mich wirklich schon überrascht. Also sie will scharf, sagt sie, und sie will die Nummer 9. Hat mich schon so ein bisschen überrascht. Aber du siehst es den Menschen ja nicht an. Du hast hier eine kleine, hübsche, süße Frau vor dir und sie sagt, sie will die Nummer 9 und dann ist sie auch die Nummer 9. Und ja, sie hat ein bisschen geschwitzt, aber man sieht es den Menschen ja nicht an. Ich danke dir herzlich. Auf einen Rand, hier genau, die 3, ja? Da hast die 3. du die 3. Vielen Dank.